Der Lübecker Burgtorfriedhof ist ein Ort voller Geschichten und Geschichte. Hier auf dem Friedhof finden Mörder und ihre Opfer zusammen. Das einmal sehr bunte und optimistische Grab der Marianne Bachmeier und ihrer Tochter ist mittlerweile verschwunden. Eine bescheidene Steinplatte erinnert heute an die Tragödie, die Justizgeschichte geschrieben hat. Die Geschichte beginnt im Mai 1980. In der Hansestadt Lübeck waren die 70er Jahre noch nicht richtig zu Ende. Die Stadt befand sich damals noch im Zonengrenzbezirk zum anderen Deutschland, der DDR. Eine ruhige, verschlafene Stadt, in der eigentlich nie etwas geschah. Die 7-jährige Anna Bachmeier soll ich gekannt haben, kann mich daran aber nicht mehr erinnern. Sie soll wie ich an den Spielnachmittagen teilgenommen haben, die damals an der Freilichtbühne gegeben wurden. An ihre Mutter Marianne, besonders natürlich ihren bunten Hippiebus, kann ich mich hingegen gut erinnern. Dieses Foto der Lübecker Nachrichten entstand am Tag, als Anna verschwand. Anna war ein echtes Altstadtkind. Sie wohnte mit ihren Eltern auf der Innenstadtinsel. Die Familie betrieb dort in historischen Räumen das Tipasa, eine bekannte Szenekneipe der Stadt, benannt nach einer Erzählung des französischen Schriftstellers und Philosophen Albert Camus. Marianne Bachmeier ist 1950 in Niedersachsen geboren und wuchs in schwierigen Verhältnissen auf. Anna war bereits ihr drittes Kind, die beiden zuvor wurden kurz nach der Geburt abgegeben. Ich erinnere mich auch noch, dass Christian, Annas Vater, am Abend ihres Verschwindens bei uns an der Tür klingelte. Er klingelte alle Möglichkeiten durch auf der Suche nach seiner Tochter. Der arme Mann, sagte meine Oma. Über die Familienverhältnisse der Bachmeiers wurde noch nicht gesprochen, denn Anna sollte eigentlich zu Pflegeeltern. Jener verhängnisvolle Tag wurde durch eine Kettenreaktion unglücklicher Umstände ausgelöst, ausgehend einer langen Kneipennacht zuvor. An diesem 5. Mai schwänzte Anna die Schule, verschlief am Morgen und wollte gegen Mittag eine Freundin besuchen. Die lebte nicht weit entfernt im Hexenhaus. So nannten manche Kinder dieses unheimliche Nachkriegsgebäude in der Warmstraße. Das Haus war keine 400 Schritte vom Tipasa entfernt. Gegen Mittag ging sie nur kurz hinüber, wie sie es schon so oft gemacht hatte, und weil die Mutter jetzt immer noch schlief. Da die Tür zur Straße geöffnet war, ging Anna in den 1. Stock, um bei der Freundin zu klingeln. Doch Annas Freundin war nicht zu Hause. Stattdessen wurde gegenüber eine Haustür geöffnet. Klaus Grabowski, ein arbeitsloser, 35-jähriger Schlachtergeselle und vorbestrafter Sexualstraftäter, war derjenige, der öffnete. Doch davon ahnte am Abend noch niemand etwas. Marianne wusste noch nicht einmal, dass ihre Tochter versuchte, die Freundin zu besuchen. Stattdessen wurde überall nach Anna gesucht. Eltern, Freunde, Schulkameraden, alle suchten. Sie suchten in den Gassen, sie fragten unter den Obdachlosen, überall. Gegen 18 Uhr meldeten Annas Eltern schließlich die Tochter bei der Polizei als vermisst. Im Kanaltrave und Krähenteich schob ein Mann in gebückter Haltung sein Fahrrad, auf dem Gepäckträger ein erheblich großer Karton. Abends gestand Grabowski dann seiner Verlobten, ein Kind umgebracht zu haben. Sie war schockiert, irrte durch die Stadt und offenbarte sich schließlich einem Bekannten, der zur Polizei geht. Nach 23 Uhr öffnet die Polizei schließlich Grabowskis Wohnung, niemand anwesend. Auf dem Esstisch lag aber ein Brief an die Verlobte. Gefühlsduseleien mit der Bitte um ein Treffen im Alten Zollen, einer Kneipe. So wurde Grabowski dann gegen 0:17 Uhr in besagter Kneipe festgenommen. Bei der Kriminalpolizei fand die entscheidende Vernehmung dann am frühen nächsten Morgen statt. Grabowski gestand den Mord an Anna, nachdem er zuvor leugnete. Er gab zu, das Mädchen erwürgt zu haben, weil er in Panik geraten sei. Sie habe ihn erpresst. Anschließend habe er die Leiche in einem Karton auf seinem Fahrrad außerhalb Lübecks verbracht. Ich bin da mit dem Ziel losgefahren, das Mädchen im Kanal zu versenken, ohne eine bestimmte Stelle im Auge zu haben, so Grabowski im Verhör. In der Nähe der Schleuse bin ich dann abgestiegen und habe das Fahrrad an die Böschung gelegt. Ich versuchte, einen klaren Gedanken zu fassen. Ich hatte einen völlig ausgetrockneten Hals und rauchte eine Zigarette. Ich hatte Angst, dort sitzen zu bleiben, habe dann das Fahrrad genommen und bin weitergefahren. Grabowski irrte mit Annas Leiche auf dem Gepäckträger bis nach Oberbüssau, einer kleinen Ortschaft weit vor den Toren Lübecks, direkt an der Trave. Schleuse bei Oberbüssau fuhr Grabowski dann in den Ort. Ich war noch immer in Panik und hielt es mit dem Karton auf dem Gepäckträger nicht aus, so Grabowski weiter. An der von mir gezeichneten Stelle habe ich dann mit einem feststehenden Messer, einer Art Fahrtenmesser, eine Mulde gemacht. Dann habe ich das Mädchen aus dem Karton genommen und gefesselt in diese Vertiefung gelegt.
Danach machte ich wieder notdürftig die Erde über sie. Darauf legte ich dann noch ein vorgefundenes Wagenrad. Die Polizei fand nach dem Verhör, wie von Grabowski beschrieben, Annas Leiche. Die Bestätigung des Todes, die man den Eltern in dem kafkaesken alten Polizeirevier mitteilte, wurde bereits geahnt, versetzte beide aber in eine Schockstarre. Es folgten 6 graue Monate. Der britische Popmusiker und Komponist John Lennon fiel im Alter von 40 Jahren einem Mordanschlag zum Opfer. Im Dezember wird dann John Lennon erschossen, von einem Fan, wie es heißt. Marianne wird noch mehr gegrübelt haben. Vielleicht hat sie daran gedacht, dass eigentlich immer die Falschen getötet werden, dass nie die erschossen werden, die es eigentlich verdient haben. Am 6. März des folgenden Jahres kam es dann zum schicksalshaften 3. Verhandlungstag im Prozess gegen Grabowski. Eigentlich sollte die fragwürdige Hormonbehandlung erörtert werden, die Grabowski von einem Lübecker Arzt erhielt. Als vor Verhandlungsbeginn traf Marianne Bachmeier im Saal auf Klaus Grabowski, der bereits an seinem Platz saß. Wie später in 2 Filmen geschildert, feuerte sie 5 Schüsse auf den geständigen Mörder ihrer Tochter Anna. Sie gab später zu Protokoll, seine Lügen vor Gericht nicht weiter ertragen zu können. So gab er zuvor an, Anna hätte ihn um Geld erpresst. Sie würde der Mutter sonst erzählen, er hätte sie angefasst. Grabowski starb noch auf dem Platz des Angeklagten. Seine Verlobte bekam einen Weinkrampf. Christian, Annas Vater, flippte im Gerichtsflur aus. Sie hat es getan, sie hat es wirklich getan. Schließlich stand Marianne im Rampenlicht europäischer Medien. Nach Annas Ermordung berichtete nur die regionale Presse. Die Mutter wurde zu einem lebendigen Symbol der Selbstjustiz. Doch die Diskussionen gerieten kontroverser. Die Öffentlichkeit schwankte zwischen dem Eindruck einer Heldin und einer aufmerksamkeitsheischenden Rabenmutter. Anfang November 1982 kam es dann zur Mordanklage gegen Marianne Bachmeier. Guten Abend, meine Damen und Herren. Das Lübecker Schwurgericht hat heute die 32-jährige Marianne Bachmeier wegen Totschlags zu 6 Jahren Haft verurteilt. 6 Jahre Haft wegen Totschlags und unerlaubtem Waffenbesitz. Ein Mordvorwurf wurde fallen gelassen. Es stellte sich die Frage, woher sie die Pistole für ihre Tat, eine italienische Pietro Beretta Gardone mit dem Kaliber 22 hatte. Ohne Seriennummer eine klassische Mafia-Waffe. Angeblich gab es da Beziehungen zu gewissen Gastronomen in der Stadt, aber das waren nur Gerüchte, die man überhaupt nicht gerne hörte. Bis heute erzählt man sich, dass im Keller des Tipasa sich noch Einschusslöcher von nächtlichen Schießübungen Mariannes in Wänden finden lassen. Doch selbst Profiler Axel Petermann machte sich schon vor Ort auf die Suche, fand jedoch nichts. Marianne Bachmeier war bis 1985 in Haft und kam nach Verbüßung von 2/3 der Strafe auf Bewährung frei. 1994 erschien ihre Autobiografie. Nach einer gescheiterten weiteren Ehe und 2 Jahren in Afrika ging sie schließlich nach Sizilien. Italienische Freunde mieteten für sie ein Haus in der Nähe von Palermo an. Dort wurde sie verehrt. Aufgrund einer Krebserkrankung kam Marianne Bachmeier dann Ende der 90er Jahre zurück nach Lübeck. Sie wohnte mit einer Freundin in Lübeck-Eichholz und verbrachte dort ihre letzten Sommermonate. Der NDR-Journalist Lukas Maria Böhmer begleitete sie mit der Kamera. Schließlich starb Marianne Bachmeier im September 96 im damaligen Krankenhaus Süd, dem heutigen Sana-Klinik in Lübeck. Sie fand ihre letzte Ruhestätte im Grab neben ihrer Tochter Anna auf dem Burgtorfriedhof. Auch wenn die Grabstelle von Marianne und Anna Bachmeier nicht mehr zu finden ist, sie bleiben unvergessen und sind heute ein Stück Lübecker Stadtgeschichte.